Okay. Okay. Es scheint, als ob ich tatsächlich streame. Okay. Hat für eine Weile so ausgesehen, als ob es nicht funktioniert, aber gut. Es funktioniert. So. Ja, sieht tatsächlich so aus. Ich habe mich gerade gewundert, was das schwarze Ding ist auf dem Bildschirm, aber ist egal. So. Wir spielen heute wieder Return to Monkey Island. Zuerst ungefähr eine Stunde. Und dann werden wir danach 1,5, 2 Stunden weiter mit Sandrock spielen. Es gab zwischendrin einen kleinen Bugfix und Patch für beides. Aber mal gucken. So, heute ist ja Mittwoch. Morgen interessanterweise in Berlin der Tag, wo man kostenlos mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Werde ich mal gucken. Also so richtig geplant habe ich nicht was, weil das Wetter ist halt, ja, mal Regen, mal Sonne. Und natürlich kalt. Ja, mal gucken, ob ich irgendwas, ja, ob ich irgendwas machen will morgen. Wahrscheinlich fahre ich definitiv irgendwo hin, um mal was einkaufen zu gehen, aber ansonsten. So. Aber wir haben gestern im Prinzip nur angefangen, uns ein bisschen die alten Charaktere angeguckt. Wir müssen nach Monkey Island und wie es aussieht, müssen wir wahrscheinlich mit Chucks Schiff. Im Moment gucken wir uns noch um. Wir waren jetzt bei Carla in der Gouverneursvilla. Okay, der Sound funktioniert. Hat mich schon gerade gewundert, ob das nicht funktioniert. So, mal gucken, ob auch alles drin ist im Bildschirm. Also sieht definitiv so aus. Okay. It's a lot of work being governor. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Okay, ich nehme gerne ein Stofftier. Also ich habe nichts dagegen. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Hunde, die wir damals vergiften müssen mit einem Schlafmittel. Sie sind nicht gestorben. Es war ein Schlafmittel. Mal gucken. Stay out of my bedroom, Threepwood. Stay out of my bedroom, Threepwood. Warning, do not try these tricks at home. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Jetzt habe ich völlig I vergessen. totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Okay, im Moment fragt mich das Quizbuch nicht. Okay. Can I borrow a book? Ach, jetzt kommt immer wieder das You never Gleiche. brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Warning, do not try these tricks at home. Das große Buch der Schatzkarten. Die Autobiografie von John Laney.
am Ende der Planke. Das ist natürlich die Frage, müssen wir eins dieser Bücher? Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never... I'll pay for it. I don't need your money. It's soft and extra fuzzy. It's hopeless. Ein Schiff finden und besorgen. Okay. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Ja. Okay. Das hat keine weiteren Auswirkungen. Edgy. It's a lot of work being governor. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Okay. Also bei ihr können wir erstmal nicht viel. Also wir sehen uns immer noch erstmal um, damit wir alle Leute hier finden. Okay. Haus der Gouverneurin, obere Straße, untere Straße, die Docks, Wirtschaftsschiff, der Ausguck. Okay, da ist der Wald, wo wir früher durchgelaufen sind, um zu ihr zu kommen. Da ist die Werft. Das war die Insel. Okay. Okay. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Okay, also brauchen wir wahrscheinlich wieder... wieder eine Karte wie letztes Mal. Oh, I used to love these when I was 6. Museum of Pirate Lore. Also ich vermute mal, das soll entweder ihr, also Carlas Haus sein, weil es so ähnlich aussah, wenn man durch den Wald gegangen ist. Man muss ja durch den Wald, um zu Carla zu kommen im ersten Teil. Ja, hey, das war mal Carlas Haus, ja. Museum of Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Die sind alle bei diesem Mitternachtslunch. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Ja, er hat sie besiegt und dann hat er das... T-Shirt bekommen. Okay, also es ist wie früher, nur dass du jetzt andere Sachen hast wie fleischfressende Pflanzen. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Okay. Das erinnert mich an Tales of Monkey Island, wo man nach den Geräuschen gehen musste.
Je nachdem, wo man hin wollte. Also wir haben hier ja wieder eine fleischfressende Pflanze, Pilze und Blumen. Und wir haben Geräusche. I'm hopelessly lost without a map. Ja, aber wenn wir mal gucken, also hier ist eine fleischfressende Pflanze. Und hier sind violetten Blumen. Also wenn wir einfach immer den violetten Blumen folgen. I'm hopelessly lost without a map. Okay. Also wir brauchen definitiv 100% eine Karte. Okay, ach so, also der Weg ist zum Museum und der Weg ist in den Wald und wir müssen die Karte haben, damit wir dann dahin kommen zu dem alten Ding. Dann gehen wir mal zur Werft. Wow, it's worse than I imagined. Okay, hier war mal früher Stans. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? This used to be such a bright, cheery place. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. It always looks bigger on this side of the island. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. It's a dried up old sea sponge. Kann man den mit dem Eimer benutzen? Stan used this to clean his ships. It's all rusted Ja, out aber now. kann ich ihn nehmen? It's good for relieving stress. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Ich muss mal die... Ich muss mal den Ton nur testen. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Okay, noch mal ein bisschen runter. Sorry, das muss jetzt mal kurz sein. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Ich denke, das ist ein bisschen besser. Hoffe ich zumindest. Aber muss ich erst nochmal testen. Okay, dann würde ich sagen, wir können jetzt nur noch mal... Wahrscheinlich werden wir hier überall nichts finden. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not.
Has LeChuck's ship set sail yet? Nope, still at the dock. Okay, also wir können nichts machen. Wir müssen einfach jetzt versuchen, bei LeChuck mitzumachen. Mal gucken, wie das geht. Okay. How clever. Liz ship. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Hast du noch was Wichtigeres? Nein, danke. Ich werde meine eigene Expedition zusammenstellen. Auf jeden Fall, ich wäre gerne ein Schrubbi. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Ich könnte zweiter Mat sein. Ich wäre ein toller Bootsmann. Wie wäre es mit Schiffsarzt? Ich könnte der Kanonier sein. Vielleicht ist Schrubbi doch nicht so schlecht. Okay, vergiss es. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated. I thought so. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Okay, also so ist es. Okay, never mind. Wir können also nur Schrubbi werden. I hope this isn't one of those party cruises. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Looks like this is going to be a long journey. Yes? I want to ask about that swabby job after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Guybrush Threepwood, Smith, Andrew LeChuck Neffe. Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist, and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. So. Das heißt, wir müssen erstmal einen Mob besorgen, der ist ja in der Küche. Und dann Why müssen wir was noch... Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison.
Woody? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Okay. Das heißt, die beiden sind jetzt wieder da. Okay. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Someone's very excited I'm looking at this sign. Looks like it's been there forever. It says everything must go, but it says it with numbers. Not very practical. Not for me. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Everything's spilled out of it in a puddle. Wahrscheinlich brauchen wir den Keep up the good work, Tresor. buddy. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Too bad it's empty. I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. Ja, okay, also wir haben nicht mehr viel Geld. I've got a few coins for incidentals. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Okay, also wenn wir die Augenklappe von John Laney bekommen, die im Museum ist, dann können wir uns verkleiden als John Laney. Dann können wir an Bord gehen. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. An empty basket. I should have gotten here last month. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this Brauche forgiveness den frog. Frosch It für can Carla, help oder? someone forgive even very old transgressions. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. What's cooking? The feast of knowledge. Auf deinem Schild steht, dass du dein Geschäft aufgibst. Weißt du mehr über diesen John Laney mit der Augenklappe? Ich nehme an, du verkaufst keine Mobs.
Kannst du deine Talente nutzen, um mir zu sagen, wie es Elaine gerade geht? Ist es das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Vergiss es. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. Wie funktioniert dunkle Magie? How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Ist dunkle Magie. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Kann dunkle Magie mich nach Monkey Island bringen? Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Wo kann ich etwas dunkle Magie her? Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Weißt du mehr über Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Er müsste, der Typ, der das Museum bedient, müsste ja jetzt zurück sein, weil wir haben ihn ja gesehen mit, wie er zurückgekommen ist mit ihr. Also müssen wir sie dort klauen. I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scum bar. Kannst du deine Talente nutzen, um mir zu sagen, wie Celine gerade geht? Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Kannst du sehen, was LeChuck vorhat? Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Ist das es? Ja, indem du ihm endlich deinen Namen sagst. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Aha, sie heißt Corina. Okay. Hast du noch andere mystische Ratschläge und Informationen? Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Ach so, okay. Never mind. I never do. Okay, dann gehen wir erstmal zu Carla und gucken, ob dieser Vergebungsfrosch uns hilft. Und dann können wir zum Koch gehen und gucken, ob... in der Zwischenzeit auf LeChuck Schiff? LeChuck, sir,
Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed! Wait! Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Das habe ich im ersten Teil auch so gemocht, wo es dann immer so hieß, meanwhile, also währenddessen auf LeChucks Schiff oder währenddessen dort und dort. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. No one ever works together. All want their own prize. When they get close to finding it, suddenly they are gone. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Achso, und wir müssen die Leute aus dem Gefängnis befreien, aber Stan denkt, er kommt so frei. Mal gucken, ob der Entschuldigungsfrosch hilft. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Ah! Sie hat meinen Frosch abgelehnt. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Liebe Elaine, lieber Willi, liebe Carla. Dear Carla, Tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe, ich deinen Geburtstag vergessen habe, dass ich unseren Jahrestag vergessen habe. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. sorry for losing the book I borrowed. Mir ist klar, dass du robust zur Robustheit bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. I value that you are dedicated to dedication. Und alle sagen, wie nett du bist. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Du machst mir einen Angst, auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war. I promise to do better in the future. Okay, mal sehen, ob es jetzt akzeptiert. Wahrscheinlich nicht. Ich muss wahrscheinlich eine gewisse Reihenfolge beachten. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment. But the only personal thing you got right in here is my name. Okay. I reject your frog. Also haben wir noch eins von diesen Sachen richtig. Okay. I should let you get back to governing. Yes, you should.
It's a lot of work being governor. Mal sehen. Okay, liebe Carla. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Ich bewundere, dass du hart zu sanft bist. I admire that you are hard on softness. Ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Oder nee, ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Also das habe ich ausprobiert und das. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Du machst mir eine Heiden an. You scare the heck out of me. Mal sehen, wie viel diesmal richtig war. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Also, wir haben es schon besser gemacht, aber nicht. Okay, LeChucks Mannschaft beitreten. Problemquartiermeisterin erkennt mich und heuert mich dich an. Einen Mob besorgen. LeChucks Schiff bei der ersten Gelegenheit übernehmen. Das Geheimnis von Monkey Island finden. Okay, Dear Carla, ja, das mit dem in die Luft gejagt haben, das sollte ich vielleicht machen. sorry for blowing you up that one time. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Also ich versuche jetzt möglichst alles gleich zu lassen. Ich glaube nicht, dass es klappt, aber This is for you. Dear Carla, what's this about blowing me up? I don't remember it quite like that. Anyway, I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Okay, also das mit dem Buch muss ich schon behalten. Okay. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Also das Buch müssen wir definitiv behalten. Versuchen I wir's mal realize that you are meins. tough on toughness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Na gucken. This is for you. Dear kann sich nur um Stunden Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in Was? here is my name. I reject your frog. Das ist jetzt merkwürdig. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Ich lasse es trotzdem mal da. Okay, dann machen wir das mal mit dem Wunder. I admire that you are hard on softness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. This is for you. Dear Carla,
This is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay, also das mit der Sanftmut scheint richtig zu sein. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. Vielleicht sollte ich nämlich, ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Ich möchte es aber ohne Hinweise machen. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Even though it wasn't really my fault. Na, gucken, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. This is for you. Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology. It's an excuse. I reject your frog. Also das kann ich definitiv nicht machen. Okay. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Ja, das haben wir noch nicht I ausprobiert. appreciate that you're keen on bluntness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Okay, Vielleicht sollte ich mir doch mal aufschreiben, was ich hier mache, sonst dauert das noch 5 Stunden. Also wir können es erstmal, wir werden uns erstmal um den Mob kümmern, weil sonst mache ich hier 50.000 Mal das Gleiche. Und ich möchte jetzt nicht die ganze Stunde damit, also die Stunde ist fast vorbei. Ich möchte jetzt die Zeit nicht damit verbringen. Ach nee, da wo musste ich... Wir haben ihn noch nicht besucht. Hey, Wally! Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Ich bin auf der Suche nach einem Mob. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Hast du nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island? You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island.
Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Also hat er die Village gemacht, okay. Ich bin auf der Suche nach einer Karte durch den Wald. I'm looking for a map through the forest. What are you trying to find in the forest? I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost, will it? Yeah, but, I mean, well, never mind. Also ich muss wissen, wo ich hin will, damit ich weiß, wofür ich eine Karte mache. Okay. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Haha, a little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Sieht aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Franchise. Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu sein. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Es ist schön zu sehen, dass du nach all den Jahren wieder auf die Beine gekommen bist. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Okay, dann gucken wir uns mal um. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Also wir könnten eine Karte fälschen, wenn wir das Ding hätten. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you! A three-headed monkey! Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Woo, looks chilly up there. Polarkarte, schicke Karte, seltsame Karte. It's a long, small map of somewhere far, far away. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. It's a map on a fan. What'll they think of next? I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, Cursed Black Diamond. The first rule of piracy is, never buy a used treasure map. Good old mazes. Can't get enough mazes. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Somewhat understated and somewhat overpriced. Huh, never seen one of those before. I try to steer clear of sea monsters myself. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps.
Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Sollen wir nochmal mit ihm reden? Hey, Wally. It's the pirate life for me. Yep. Okay, also wir müssen irgendeine Karte. It's a long, small map of somewhere far, far away. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Na gut, dann gehen wir erstmal nochmal raus. Wir haben ja jetzt von ihm einen Monokel bekommen. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. Gehen wir zuerst mal zum Koch und versuchen den Mob zu kriegen. Damit wir wenigstens eine Chance haben. Well, it's definitely a mop. I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Wie finde ich der Mobstilbaum? Einen oder den Mobstilbaum? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your Vielleicht own krieg ich eine personal Karte. journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay, I guess I'll do it. Jetzt brauche ich eine What's Karte. wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Okay. Jetzt müssen wir auch noch einen Mob herstellen.
Wir gehen erstmal ins Museum und gucken, wie wir das Ding klauen können, diese Augenklappe. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Okay. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Können wir das haben? Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Ja, Mito wohnt in dem Haus, wo ich jetzt nicht hinkomme, wo ich durch den Wald muss vorher. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Das ist quasi Guybrush Threepwood Memorabilia hier. Also ich könnte ja das Ruder nehmen für den Mob. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter, written by Elaine Marley, while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Oh, hat den Brief von Helene an uns verbrannt. Das ist nicht okay. Actually, I think I'd rather not hear about that again. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You could tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. Spoiler. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Das ist ein Spoiler für Monkey Island 2. Ich weiß nicht, wer Return to Monkey Island spielt, wenn er nicht wirklich die ersten beiden Teile zumindest geguckt hat. Also, naja, aber immerhin ist nett, dass da ein Spoilerwarnung dabei ist. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness.
Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Also das ist mehr ein Guybrush Threepwood Museum hier. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als sie Lane entführt hat. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though, and nothing happened. There's some very tiny writing on it. Ah, wir müssen also das Schloss finden, damit wir den Schlüssel kaufen können, damit wir das... Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. The display case is locked. It's cracker mix. Some assembly required. Especially fortified for the healthy parrot diet. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Die Mob besorgen, einen Mob herstellen, den Mob-Stielbaum binden. Na gut, dann sprechen wir nochmal mit ihm und dann hören wir auf. Ich bin Guybrush Threepwood. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Ihr Museum ist kurios. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Ist eines dieser Dinge wert. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Haben Sie Karten des Waldes? Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Erzählen Sie mir von Ihrem Newsletter. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Wie ich sehe, tragen Sie ein Holzbein, obwohl Sie eigentlich beide Beine haben. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché.
I'll have a look around. Please do. Okay. Dann speichern wir das mal. So. Okay, dann ändern wir mal kurz den Titel. Okay, dann starten wir mal weiter mit Sandrock. Okay. So, also wir müssen dann nächstes Mal Wally fragen, ob er uns vielleicht eine Karte geben kann, weil wir einen Mobstilbaum suchen, weil wir brauchen ja irgendeine Begründung, warum wir eine Karte durch den Wald brauchen. Also was wir suchen und so weiter. Ich glaube zwar nicht, dass das so großartig klappt, aber vielleicht brauchen wir stattdessen eben dieses alte Ruder von unserem alten Sarg oder sowas, das wir benutzen können, um daraus einen Mob zu machen, weil ich meine, es ist ja schon rund und ein Stiel. Wir müssen bloß oben noch einen Mob anbauen. Wir brauchen den Schlüssel. Ach so, ich habe vergessen, wir können das Monokel vielleicht benutzen, um diese kleine Schrift zu lesen, um dann den Schlüssel zu kaufen oder anfertigen zu lassen bei der Schlüsseltante. Und dann können wir eventuell die Vitrine öffnen und versuchen, das Ding zu klauen. Meine Güte, meine Nase ist so kalt, das ist furchtbar. Das Ding klauen, dann haben wir zumindest schon mal eine Verkleidung. Und ja, das ist so, was wir machen können. Und zu versuchen, das Ding zu machen. Ich versuche, mich zurückzuhalten und dieses Hinweis-Tippbuch oder sowas nicht zu benutzen. Also bei anderen Spielen früher war das zumindest immer so, dass man dann was bezahlen musste im Sinne von, man hat bestimmte Errungenschaften nicht bekommen, weil man das Tippbuch benutzt hat oder sowas. Und also ich versuche mich zurückzuhalten. Ich meine, das mit der Carla ist im Prinzip nur ein Trial-and-Error-Ding, es sei denn, wir haben irgendwas noch nicht, was wir noch nicht wissen. Also irgendeine Reihenfolge ist da sicherlich die richtige. Und ich wollte jetzt nicht zu lange damit verbringen, weil, wie gesagt, so viele unterschiedliche Sachen sind es nicht, die man machen kann. Liebe Carla ist ziemlich offensichtlich. Genau, und hier muss ich das Bankett kaufen. Ich muss das Bankett kaufen, damit ich eine Party veranstalten kann, damit ich meinen Geburtstag feiern kann. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich weiß, ich muss in diesem einen, wo war das, in diesem Spielesalon oder was das war, muss ich ein Bankett kaufen. Wenn ich das Bankett habe, dann kann ich Partys veranstalten. Also so habe ich das verstanden. Ich habe es nicht ausprobiert, aber so habe ich das verstanden. Weil wenn man diesen Banketttisch nicht hat, dann kann man das nicht machen. Ich würde mal gucken. Ich müsste das Richtige geladen haben, ne? Also wir müssten so ungefähr einen Tag vorher sein oder sowas. Also einen Tag vor meinem Geburtstag, also am 4. des 4. Monats. Und dann müsste das funktionieren.
Ah, jetzt. Mal gucken, wenn ich jetzt Laden drücke, dann... Tag 4, Winterjahr 1. Ja, okay, das heißt, warte mal, Tag 4, Winterjahr 1? Das ist das, was wir jetzt, ne? Genau. 22 Uhr. 12.09. Genau. Ja, das war der Montag vor dem Dings. Also, ist alles richtig. Okay. So, wir müssen zu dem Spieleladen. Zum Spielezentrum, da müssen wir hin. Ich weiß gar nicht. Oh, einen Moment. Meine Güte. Musste gerade ein bisschen husten. Sorry. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich streamen will, passiert das sonst den ganzen Tag nichts, aber wenn ich streamen will, plötzlich. So. Ich bin immer noch viel zu hell, finde ich. Okay, also hier sollten wir theoretisch den Parketttisch kaufen können. Mal gucken, wie viel der kostet. 100 Tokens? Wie viele Tokens? Ich habe 10 Tokens? Ja. Und wie soll ich das kriegen? Da muss ich ja spielen oder sowas. Muss ich einzelne Spiele gewinnen, damit ich das machen kann oder sowas. Das hier, Weltraumlangfinger, kann ich spielen, aber das nicht. Okay, das ist nicht schön. Abenteuerautomat. Das ist die Abenteuerkarte. Du musst dem Abenteurer helfen, seine Reise zu beenden. Wähle deinen nächsten Standort und schau, was passiert. Wenn die LP des Abenteurers auf 0 fallen, ist das Spiel vorbei. Wenn der Abenteurer auf ein Monster trifft, musst du raten, was dein Abenteurer tun wird. Aktionen können beispielsweise sein Angreifen, Verteidigen, Benommenheit heilen. Jedes Mal, wenn du rätst, kostet es 5 Golds. Tippe und bestätige dann. Wenn du richtig liegst, gewinnst du mehr Golds. Also ich kann oben oder unten machen. Minus 30 Gold. Kranspiel-Tutorial. Wenn sich das Spiel seinem Ende nähert, wird der Aufruhr-Modus aktiviert. Während dieser Zeit gibt es einen zusätzlichen Punktebonus-Hinweis. Es kann nur ein Gegenstand auf einmal aufgenommen werden. Jeder andere Gegenstand ersetzt den zuvor gehaltenen. Keine Ahnung, was da steht. Halte die Runtertaste gedrückt und lasse sie los. Die Dauer des Haltens entscheidet über die... Ja, das ist leider alles übereinander gemacht. Okay. Was? Ach so. Ich
Ich muss mit der Maus steuern? Was ist das für ein Blödsinn? Zwei Tokens. Okay, 30 Golds für 2 Tokens. Okay, 6. Ich habe jetzt 23, ich brauche 100, um diesen Scheiß zu machen. Oh. Okay, wir versuchen es jetzt mal ausnahmsweise mit dem. Okay, den nächsten Zug voraussagen. Wie sage ich das? Voraus? Wie soll ich den denn voraussagen? Wie soll ich die Vorhersage denn machen? Okay. Mist. Du hast recht, ich habe 20 Goals. Pionier hat angegriffen. Schleim der ewigen Traurigkeit hat angegriffen. Tempo-Rüstung 1, bitte sagen, den nächsten Zug kostet den. Du hast recht, ich habe 20 Goals. Pionier hat angegriffen. Schleim der ewigen Traurigkeit, EP2. Schleim der ewigen Traurigkeit ist gestorben. Belohnung erhalten, bitte wähle eine Route. Naja, du kannst ja nur das wählen. Okay. Falsch getippt. Wieso? Ich habe doch auf Verteidigung. Ist es nicht Verteidigung?
Du hast recht. So, den nächsten Zug. Das ist nicht sehr sinnvoll. Tja, habe ich keine LP mehr. Ich verstehe es nicht. Ach, schon wieder. Ich mach mal das hier, ist mir scheißegal im Moment. Ich kapiere es auch nicht mehr. Also das ergibt den wenigsten Sinn im Moment. Ja, ich habe keine Lust mehr. Also das hier bringt mir wenigstens was. Kommen die... Ups, kommen die dann wieder? Quasi.
Hey, irgendwie kann ich das jetzt nicht mehr steuern. Ich weiß auch nicht warum. Gucken, wie viel ich jetzt habe. 44, meine Güte. Ist schon 19 Uhr. Ich bin wirklich nicht gut in Spielen. Mist. Ah ja. Ah. Ich verschwende nur Geld. Versuche die unteren zu kriegen, aber ich bin einfach zu langsam. Ich bin zu lahm. Okay. 70. Ich brauche noch 30 nur um diesen scheiß Banketttisch zu bekommen. Ich wünschte, ich könnte einfach bezahlen, um das zu bekommen.
Immerhin 5. Also noch 25 Minimum. Ja. Okay, 20 Minimum. Fünfzehn, glaube ich. Bitte lass mich das gewinnen, bevor die Zeit zu Ende ist. Okay, doch einmal müssen wir mindestens spielen. Und gewinnen. Nein. Boah, ich bin so schlecht. Das ist so fies mit der Maus. Okay. Ja, ich hasse das. $22,55. Kann ich natürlich niemanden mehr einladen.
Wo ist dieser blöde Banketttisch? Da. Bereite dich auf die Party am Banketttisch vor. Es können 2 Partys pro Woche stattfinden. Verfügbare Termine für die Party. Wähle eine Zeit für die Party. Okay. Choose your theme, also dein Thema, Essenspaket, zusätzliche Service wie Musik und Feuerwerk, Party Invitations, lade Bürger von Sandrock zu seiner Party ein. Oh Gott. Ich hätte die schon längst einladen müssen. Wir wollen es abends machen, also 20 Uhr. Food, Normal Theme, Birthday Theme, Basic Package, Premium Package, Fancy Package. Wir laden jetzt einfach jeden ein, den wir finden können. Also Burgess ist zum Beispiel unser Freund, den laden wir 100%ig ein. Quatsch. Warte mal, eben war Burgess doch noch da. Okay, dort. Er ist dort hinten, okay. Dann haben wir schnell dorthin und hoffen, dass wir ihn noch erwischen. Dass wir ihn einladen können. Okay, er steht da. Haben wir zumindest einen, der unser Freund ist, eingeladen. Nein. Du sollst dich nicht hinsetzen, du sollst ihn einladen. Hey there! Danke, dass du mich eingeladen hast. Was sollte ich bringen? Was? Nein, ich kann zu deiner Geburtstagsparty nicht ohne irgendein Geschenk kommen. Das wäre unhöflich. Catch you later! Okay, wir haben ihm eine gegeben. Okay, das heißt, wir haben zumindest schon mal einen Gast. Ups. Falsche Richtung. Wir haben zumindest schon mal einen Gast. Jans zu Hause. Wir können zu Chi gehen und ihn einladen. Und jeden, den wir finden können. Dann ist 23 Uhr. Ah, wir können Amira einladen. Geschenk geben. Hi. Sie kommt See ya. definitiv. Gut. Also solange wir mindestens 2 Leute haben, hoffe ich, dass die Party auf jeden Fall stattfindet. Achso, diese Leute können wir nicht einladen. Okay. Gehen wir mal schnell in die Bar. Theoretisch müsste da ja jemand sein. Nein? Mist. Schade. Ich hätte jetzt gewettet, dass der noch da ist, wenn die Bar offen ist. Okay. Naja, 0:17 Uhr. Da finden wir wahrscheinlich niemanden mehr. Keine Ahnung, ob wir morgen auch noch Einladungen verteilen können. Vermutlich nicht. Aber so oder so muss ich jetzt ins Bett, weil morgen ja meine Party stattfindet mit 2 Leuten.
Vielleicht kann ich die Party-Einladung immer noch verteilen. Ich habe keine Ahnung. Heute ist dein Geburtstag, ja. Das ist also für die Party. Okay. Das ist schön. Das sieht doch schön aus hier. Also richtig so mit Sternen und allem drum und dran. Jetzt müssen wir bloß noch Leute finden, die ich einladen kann. Irgendjemand da, den ich einladen kann? Vielleicht sollte ich meinen Chef einladen, falls er überhaupt schon hier ist. Wahrscheinlich nicht. Der kommt wahrscheinlich erst um 8 oder so. Ja. Na gut, bevor wir jetzt weitermachen, mache ich kurz 5 Minuten Pause und dann komme ich wieder und machen wir weiter und gucken, ob wir noch Leute finden können, die ich zu meiner Geburtstagsparty einladen kann, die ich leider zu spät gestartet habe, weil sonst müsste ich nochmal zurückgehen und alles, was wir vorher gespielt haben, nochmal spielen. Was wir natürlich nicht wollen. Na gut. Also bis in 5 Minuten. Da bin ich wieder. Mal gucken, was wir für Sachen annehmen können. Hm, 1000 für Gusseisenrohr. 1000 für Erz. Raffinerie, das gibt mir natürlich diese Punkte. Das brauchen wir unbedingt. Oh, ich muss 2 herstellen. Na, 7 Tage ist okay. 700. Ich hoffe, ich kann es herstellen. Aber ich habe 5 Tage Zeit immerhin. Also so viel Geld, wie ich ausgegeben habe. Und ja, ich hätte auch noch die anderen Sachen machen können. Zum Beispiel dieses mit Fleisch gefüllter Pilz. Das ist auch 1200, aber kann ich noch irgendjemanden finden, den ich einladen kann. Ich weiß nicht, ist es hier überhaupt offen? Also sind die hier überhaupt da? Hello. See you. Die schläft noch? Hey there. See ya. Okay. Super. Also haben wir hier die ganze Familie eingeladen. So, Owen müssen wir definitiv noch einladen. Keine Ahnung, wann der aufsteht. Hey there. All right, catch you next time. Okay. Nochmal Grace. Sie ist noch nicht da. Dann sollte ich meinen Boss einladen, wie gesagt. Möchte ich nicht unbedingt, aber immerhin sollte ich das. So, ihn haben wir schon eingeladen, das ist mein Boss. Hello. You're gonna throw me a bird. Oh, your bird. Ja. Also er wird definitiv kommen und mir die Commerce Guild Wünsche bringen. Das ist doch mal nett. So, und dann laden wir den Sheriff noch ein. Oh, vielleicht sollte ich Trudy einladen. Hey there. Catch
Catch you later. Oh, ich muss, wie heißt Mian und, Dings einladen. Ups. Na, laden wir erstmal Mian ein. Das ist ein Mian. Die andere wird zwar sauer sein, aber ich habe nur 10 Karten, deswegen, ja. So, wo ist Mians Zuhause? Da. Gucken wir mal, ob wir sie... Mian! Howdy. See ya. Okay, jetzt habe ich keine mehr. Tut mir leid. Für die, die jetzt nicht kommen können, aber ich habe im Prinzip jeden nicht eingeladen. Vor allem niemanden von der religiösen, ja. Na, ist ja auch egal. Ich weiß, ich habe das jetzt blödsinnig gemacht. Ich könnte nochmal zurückgehen, aber ja. Wir sehen mal, ob es irgendeinen... Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Einfluss hat. So, was brauchen wir hier noch? Kupferzahnrad. Ah, ich habe nur 1 gemacht. Okay. Ach nee, ich habe 2 gemacht. Okay. Erzraffinerie. Bronzerohre. Dann muss ich mal 4 Bronzerohre machen. Nee, das ist doch ein anderes Ding. Dann brauchen wir noch Bronze. Dann packen wir hier noch ein Bronzerohr rein. Okay. So, was brauchen wir noch? L. Nachher die Schutzanzüge waren für das andere. Erzraffinerie. Gusseisenrohre. Allgemeine Schleifmaschine. Das ist die allgemeine Schleifmaschine. Okay. Gusseisenrohre 4. Also wenn das vorbei ist, dann was machen. Kupferplatte 5. Das heißt, ich muss noch eine Kupferplatte machen. Ja, und jetzt fehlen nur noch die Bronzerohre. Ja, das ist auch so ein Problem. Wir brauchen ja nur 4. Hier brauchen wir 2 von, deswegen brauchen wir 2 davon. So, Schutzanzug von Nähmaschine. Segeltuch, da brauchen wir die Anleitung für Segeltuch. Okay.
Also statt Hugo hätte ich Dings einladen müssen. Dann wäre es okay gewesen. Also Elsie. Okay. Also ich muss sagen, es ist schön, auch wenn es nicht unbedingt meins ist, aber zumindest ohne das Geschirr. Die wollte jetzt 2 haben, ne? So, jetzt fehlen noch die Moosrohre. Okay. Hatte ich das hier? Warte mal, wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich? 7.500 Euro. Also ich finde es schade, dass ich dass ich das vom Spielcenter brauchte. Also so gekauft hätte ich es, aber das ist halt blöd, weil also wenn ich nur eine Geburtstagsfeier veranstalten will, also irgendeinen besonderen Bankett, mit dem ich besondere Sachen machen kann. Also da habe ich dann kein Problem, wenn wenn ich dafür was Besonderes machen muss, wie diese Spielbank, aber einfach nur um eine Party zu veranstalten, diese Spielbank nutzen, die ich sonst nicht nutzen würde, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Also das, das finde ich nicht so doll, muss ich gestehen. Achso, und ich habe noch nicht mal die Axt gemacht. Ich habe mal noch eine Bronzeaxt und muss noch eine Eisenaxt machen. Ja, ich bin wirklich ein bisschen durch den Wind. Aber immerhin kann ich den Plastikmüll machen. So, hier ist nichts mehr. Okay. Also ich mache das jetzt nur, damit wir wieder Verarbeitungssachen bekommen, Gegenstände und so weiter.
Oh, ich muss wieder ein Foto gefunden haben oder sowas. Sonst hätte der mir nicht gesagt, dass ich zu dieser Hütte gehen soll. Achso, ich habe nur noch 2. Ich laufe immer in die falsche Richtung. Okay. Um 2 Dinge herzustellen, brauchen wir 8. Na dann. Das dauert 9 Stunden. Und dann haben wir ja so oder so genug Zeit. So, dann bringen wir erstmal, meine Güte, Crystal und Paolo. Unsere Dinger. Ist der Sheriff. Habe ich dich eingeladen? Ui. Nicht nett, aber ja. Ach, Paolo ist ja in seinem Friseursalon. Oder seinem Salon. Nicht Friseursalon. Salon. Hey there. Catch you later. Okay, haben wir gleich mal schön Geld verdient. Wir brauchen ja Geld. Geld. Und sie steht immer nur hier draußen rum oder ist innen drin. Mehr existiert bei ihr nicht. Howdy. So long, partner. So, haben wir das erfüllt und jetzt gehen wir schnell noch das Foto besprechen mit dem Senior. Senior.
Ach ja, ja, das waren die guten alten Zeiten. Wir waren damals so voller Hoffnung. Er hat ein Strohbett, Herzchen gemacht für sie. Ja. Ja. Yeah. Früher haben wir mit Stroh Nachrichten in den Sand geschrieben. Wenn man sie mit einer Schaufel hineinsteckte, blieben sie lange, lange Zeit dort. Aber dieses Foto, das war eine ganze Weile, nachdem wir damit angefangen hatten. Ah ja, es fing an, als ich dieses alte Buch fand. Ich dachte, das Schicksal würde uns noch eine Chance geben. In den Ruinen der alten Welt, die uns verarmen ließ, fanden wir ein Buch, in dem alle möglichen landwirtschaftlichen Techniken beschrieben waren. Fortschrittliche Konzepte, die sogar das Terraforming der Wüste beinhalteten. Die Methoden in dem Buch schienen jedoch unerreichbar zu sein, bis ich bemerkte, dass die Botschaften, die ich früher mit Stroh in den Sand schrieb, wenn ich sie zu einem Quadrat machte, die Pflanzen darin vor dem wehenden Sand schützen konnten. Und so begann das Strohgitter. Ich fing an, tausende von Feldern in der Wüste auszuheben und säte in jedes davon hartnäckige Pflanzen, von denen ich wusste, dass sie überleben können. Als die Pflanzen wuchsen, wirkte das Stroh wie Dünger. Nach ein paar Zyklen verwandelte sich der Sand wieder in Erde. Sieg hat dir vielleicht etwas über diese Zeit erzählt. Wir haben alle das Strohgitter gebaut und eine Zeit lang dachten wir, wir könnten den Sand stürmen und ein Schnippchen schlagen. Aber die Wüste war zu stark. Wir waren wie Wassertropfen, die gegen einen gefühllosen Ozean kämpften. Egal was wir taten, der Wind blies weiter und unsere Oase wurde immer kleiner. Ich bin alt geworden und habe schon lange aufgegeben. Sieg ist nach Martel geraten. Er versucht immer noch einen Weg zu finden, das zu tun, was wir vor all den Jahren nicht geschafft haben. Ich kann nicht anders, als mich dafür verantwortlich zu fühlen, ihn auf einen so aussichtslosen Weg geführt zu haben. Yeah. Naja, aussichtslos nicht. Er ernährt die Leute. Und das ist wichtig. Sprich mit ihm, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Diese Technologie der alten Welt ist für uns unerreichbar. Alles, was wir bisher versucht haben, hat uns nur zu falschen Hoffnungen geführt. Es tut mir leid, dass der Erzähler einer so schönen Erinnerung eine ziemlich dunkle Wendung genommen hat. Es tut mir leid, dass das Erzählen einer so schönen Erinnerung eine ziemlich dunkle Wendung genommen hat. Bitte schau vorbei, wenn du noch mehr Fotos von mir findest. Ja, das machen wir ja im Prinzip die ganze Zeit. Wir finden Fotos und er erzählt uns dann Geschichten. Oh, es ist Freitag. Ist da nicht immer... Naja, probieren wir mal wieder Tränke aus. How many feathers am I holding up? Close enough. Close enough. Only temporary. Okay. In 16 Sekunden, okay. Das ist ja kein Problem. 16 Sekunden ist okay. Alles andere wäre nicht so okay. Aber 16. Wow. Also für mich als Brillenträger ist das schon ziemlich... Ja, woi. Okay, der Effekt scheint vorüber zu sein. Und bald fängt meine Party an. Mal gucken, wer alles kommt. Also wenn die Menge hier 9 ist, können wir theoretisch das hier wegnehmen, aber weil nicht. Das wird ewig dauern, das wird auch eine ganze Weile dauern. Ach, jetzt muss ich das Werbeplakat noch machen.
Oder habe ich das schon erforscht bei... Ach nee, warte mal. Muss ich das am Tisch machen? Ach ja, genau. Dafür brauchten wir ja das Ding. Wir brauchen Holzbretter und Hartholz. Das ist in dieselbe Maschine gepackt. Ich habe mich schon gewundert. Wird doch viel besser. So. Okay. Das habe ich ja schon angefertigt und die 2. Das dauert noch eine Weile. Okay. Was ich jetzt machen wollte, war die Eisenaxt. Eisenaxt, da brauche ich 2 Hartholz und 2 Schleifsteine. Okay, dann müssen wir erstmal die 2 Hartholz noch machen. Hier haben wir... Ach, machen wir 3, ist egal. Die Schleifsteine müssen wir noch kaufen. Bei Hugo. Hey there. Mhm. Sag mal, hast du schon über eine Karriere bei der Polizei nachgedacht? Du, nee. Be seeing you. Muss echt mal mit denen reden, was hier die Umweltverschmutzung angeht. Ups. Hier ist so eine Fliege, so ein Mistviech. Ah. Nervt mich total. So. Ordne das Geschirr an. Ach so, okay. Ach so. Ah, bis zu 2 Stunden bevor die Party beginnt, kann man die Gäste einladen. Okay, das ist schön.
wofür brauche ich die Kunststoffschale? Brauche ich die für den Schutzanzug? Ah, ich brauche also noch 2 von diesen Kunststoffschalen. Okay. Nicht gut. Okay. Ach, das sind Essensreste. Okay. Ich packe jetzt einfach mal alles hier rein und ja. Nicht so viel in meinem Inventar habe. Okay, das Wasser packen wir auch mal weg. Okay. Ja, da bekommt man Kunststoffschalen raus. Okay, da hätte ich mir das natürlich auch sparen können. Wenn ich das gewusst hätte. Ich habe mich schon gewundert, wo ich die her hatte. Hätte ich natürlich wissen können. Aber nein. Pen habe ich auch nicht eingeladen. Ach, Owen. Ach, die stehen hier wegen der Party. Ach so. Ach so, die kommen jetzt alle wegen der Party. Happy Birthday. Yes, thank you. Thank you. Ihr kommt alle 2 Stunden vorher. Sagt mal, was soll denn das? Kriege ich keine Geschenke, wenn ich die nicht einlade? Hugo kommt einfach rein, okay. Ach, jetzt kommen sie alle einfach rein, okay. 1,5 Stunden. Da kommen die mit Geschenken. Oh, das ist schön. Möge es dir von Nutzen sein. Oh, jagt mein Hornkamm. War das nicht das, was ich ihr geschenkt habe? Oder schenken sollte? Oh, another you're like a billion years old now. Wow. Jasmine? Wir reden nicht über unser Alter. Ja, also sehr unmöglich. Okay, ich habe natürlich keine Lampen oder sowas, die ich hier aufstellen könnte. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ach so, ich sollte mich vielleicht umziehen. Mal gucken, was ich für Sachen eigentlich habe. Ich kann ja einfach mal alles an Kleidung rausholen und dann gucken, was mir am besten steht. Ach ja, die Abdeckcreme muss ich auch noch nehmen, weil ich Panda-Augen habe. Ich habe natürlich kein Party-Outfit, ne?
Das müsste man zusammenstellen können. So, Party-Outfit, das Outfit. Kämpfe in der Wüste Outfit. Gucken wir mal, wie wir uns an... Also, oh, warte mal. Erstmal... Okay, die Ringe unter den Augen wurden überdeckt. Das ist schön. Da sehe ich zumindest nicht mehr so mistig aus. Okay, Hut. Wir können das anziehen. Oh, das gefällt mir besser, muss ich sagen. Es ist ein nettes Shirt. Das ist das gleiche Shirt, okay. Ich mag das Shirt. Nee, das ist mir zu viel. Das sieht hübsch aus, aber nicht so hübsch. So, das hier, also entweder das hier oder das hier. Ich finde, das sieht... Ich denke, das sieht hübscher aus. Jetzt gucken wir mal die Hose an. Also wir haben die Jeans. Kurze Hose. Es ist Winter, aber ist ja egal. Rock. Oder diese Jeans. Also ich finde die Jeans schön. Die Frage ist nur, sollte man den Rock anziehen, weil es Party ist. Stiefel. Also die Schuhe sind nett. Und die passen natürlich zum Rock. Also ich mag die Schuhe, aber ich glaube, ich ziehe die an, oder? Oder sollte ich lieber die anziehen? Ja, die mag ich vielleicht... Vielleicht mag ich die besser. Ja, die passen natürlich besser zum Rock. So, das Ding hatte ich ja von meiner Freundin, deswegen... Keine Ahnung, wo das ist. Warte mal, ist der Kamm auch da? Nee. Der Kamm wäre vielleicht in meinen Haaren, wenn ich keinen Hut an hätte. Dann hätte ich eine Kette, aber die sieht nicht so doll aus. Die Kette sieht hübscher aus. Das kann man nicht sehen. Ah, nee, dann ist ja mein Bunny weg. Nee, mein Bunny kann nicht weg sein. Ah, jetzt gefällt mir die Mütze irgendwie nicht mehr. Ne, ich glaube, ich lasse die. Ich lasse die weg. Ja. Das würde natürlich mehr zum T-Shirt passen. Ne, machen wir das so.
Es sind nur 6 Plätze da, aber ich habe doch 10 Leute eingeladen, also wird ein bisschen schwierig. Kann man noch irgendwelche Lampen herstellen? Wahrscheinlich hätte ich die früher schon machen müssen. Okay, dafür brauche ich Rinde. Na, extra Stühle kann ich jetzt nicht herstellen. Das ist natürlich blöd. Ich habe natürlich auch keinen Geburtstagshaarschnitt. Aber ich habe auch keine Ahnung, was man in so einer Party machen soll. Ja, wir können ja mal speichern, vorsichtshalber, falls ich irgendwas Dummes gemacht habe. Ups. Den Feuerfeller. So, die ganzen Sachen. Kleidungsstücke und so weiter kann ich jetzt erstmal wegpacken. Drop by my saloon sometime and listen to my stories. I know all about... Howdy. Ich komme doch ständig bei dir vorbei und rede mit dir. Hello. Aha. Warum geht ihr alle wieder raus? Warum kommt ihr nicht rein? Ach, jetzt kommen sie rein. Okay, also man darf mit denen nicht reden, sonst rennen sie wieder raus. Okay. Und jetzt? Na, kommt Leute, setzt euch. Einer bitte, setzt euch. Macht ihr das Wetter zu schaffen? Ich fühle mich gut. Ich kann mir kaum vorstellen, wie kalt mir sein würde, wenn ich jemals versuchen würde zu reisen. Okay. Einen Moment. Ich muss erst mal lernen. Ach, ich kann im Moment gar nichts lernen. Das ist natürlich ein Vorteil.
Warum ist jetzt Zucker neu? Das verstehe ich wieder nicht. Das ist wie beim Wasser. Auch weil ich die noch nicht angezogen hatte vielleicht. Ach ja. So, mal gucken, gibt es irgendwas? Muss ich irgendwas machen? Ach, man könnte vielleicht noch Musik oder sowas machen. Sonst. Okay, also. Ich nehme mal an, man kann nur Essen und Feuerwerk machen. Gucken. Kann man das zünden? Ah, noch eine Kette von Nia. Dieselbe Kette, die ich bereits trage. I love gebratenes Fisch mit Chili. Englisch und Deutsch in einem. Na, das ist lustig. Kann man hier irgendwie... Ich finde es schade, dass man hier keine Stühle hinzufügen kann. Ich meine, wenn das so gemacht ist, dass nur 12 Leute sitzen können, dann kann man ja eigentlich nur 5 Leute einladen. Also sinnvoll einladen, weil der Rest sonst durch die Gegend wandert. Hello? Essen hinzufügen kann ich nicht? Warum das nicht? Da ist so viel noch zu essen. Hello, I hope you're someone who puts everything you've got into your creations. Towards the end, I thought Mason wasn't really trying anymore. I didn't like that. Ich hoffe, du bist ein Mensch, der alles, was er hat, in seine Schöpfungen steckt. Gegen Ende dachte ich, dass Mason sich nicht mehr wirklich bemüht. Das hat mir nicht gefallen. Er hat sich überhaupt nicht bemüht. Er war immer schon grumpig. Also zumindest das, was ich gesehen habe von ihm und was alle erzählt haben. Ich habe heute ein Buch über Handwerker gelesen. Ich habe über die Legende von Viktor, den ersten Handwerker, gelesen. Er war so cool. Vielleicht werde ich eines Tages auch einer sein. Es gab einen ersten Handwerker? Wusste ich gar nicht. Okay, sie erzählt immer das Gleiche. Okay, wenigstens haben sie sich hingesetzt und können essen. Also jeder isst zumindest. Das ist doch schon mal Vorteil. Bronzeplatte. Ich habe Bronzeplatten, aber eigentlich sind die nicht da.
Oder ich hatte zumindest. Nee, ich habe eine Kupferplatten, Bronzeplatten. Habe ich im Moment nicht. Ich könnte eine herstellen, aber im Moment eher nicht. Was kriege ich? Kein Feuerwerk? Ich weiß nicht, wie lange geht so eine Party, bis das Essen aufgegessen ist, oder? How? Hello. Das ist schön, aber I heard that können wir was Sandrock anderes used to machen? have dozens of trains going through it every day. But when I got here, well, the next train I saw was the one you were on. Ich habe gehört, dass früher jeden Tag Dutzende von Zügen durch Sandrock fuhren, aber als ich hier ankam, naja, der nächste Zug war der, in dem du saßt. Es ist leider in vielen Sachen so. Geht die Party, bis es aufgegessen ist, oder, Warte mal, kann ich das hier da reinpacken, wenn ich das in der Hand habe? Ah, okay, also so fügt man das hinzu. Man muss es in der Hand haben und dann R drücken und dann verteilt man das. Das sieht natürlich lustig aus. Es ist nur noch mein Essen. Nichts mehr von dem Partyessen, sondern nur noch mein Essen. Ja. Ich meine, ich hoffe, ihr esst. Weil anscheinend ist das das Einzige, was ich mit euch machen kann im Moment. Fragt mich bloß nicht, wieso. Ich brauche noch verstärktes Glas. Wieso habe ich kein verstärktes Glas? Gucken wir erstmal, ob ich das hier machen kann. Verstärktes Glas. Wahrscheinlich im Ofen, oder? Ich nehme an, ich muss es im Ofen machen. Oh ja. Ich habe nicht genug Quarz. Okay, dann machen wir mal Quarz. Oh nee, das ist der Fehler. Sorry. Quarz. Okay. So, noch irgendwelche Geschenke vor der Tür? Nein. Okay, also sonst kriegt man immer Geschenke vor die Tür von den Nachbarn und jetzt anscheinend nicht. Jetzt kriegt man nur Geschenke von Leuten, die Dinge haben und sie nicht schenken. Okay. Die essen, bis alles aufgegessen ist. Okay. Kann ich eine Party auch beenden? Mal gucken. Die endet automatisch? Okay. Ich nehme an, wenn alles aufgegessen ist.
Oder um 0 Uhr? Shadowhunters is really hospitable, ja. Ich bin so hospitable, ich kann gar nichts mehr machen. Und ihr habt noch genau 2 Mahlzeiten, dann ist alles alle. Und ihr esst zu 4. Ihr müsst jetzt um die Wette essen. Oh, kein Essen mehr. Ihr habt ja auch alles aufgefuttert. Na, nee. Ja, ich weiß, dass da kein Essen mehr ist. Ich habe ja alles aufgegessen. So viel hätte ich euch nicht zugetraut. Drop by my saloon. Drop by my saloon. Die sagen nichts Volles. When I studied in Atara, there were these 2 really annoying students in my program. One was totally full of himself. The other was hitting on me all the time. I couldn't wait to graduate. I think they have their own company somewhere now. Can't imagine that they're all that successful. Als ich in Atara studierte, gab es in meinem Studiengang 2 wirklich nervige Studenten. Der eine war total von sich eingenommen, der andere hat mich ständig angebaggert. Ich konnte es kaum erwarten, meinen Abschluss zu machen. Ich glaube, sie haben jetzt irgendwo ihre eigene Firma, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie besonders erfolgreich sind. Porsche. Gast ist der von sich eingenommen war und Albert ist derjenige, der sie immer angebaggert hat. Garantiert. Garantiert. Oh weia. Spoiler. Also nicht mehr so. Spoiler. Oh, die Party ist zu Ende. Okay. Also endet sie automatisch entweder nach 4 Stunden oder okay. Dann viel Spaß und so. Ich gehe jetzt mal schlafen. Die Party ist jetzt zu Ende. Deswegen muss ich ja nicht mehr da irgendwas machen. Ich meine, ich kriege immer noch Panda-Augen, aber ist egal. Ja. Ja, ich weiß, ich sehe schlimm aus wieder. Na gut, ich habe ja noch einmal Creme. Na. Warum steht denn das Zeug immer noch hier? Okay, jetzt ist der Tisch im Inventar, aber mein Geburtstagsbogen steht immer noch da. Muss ich das verstehen? Okay. Dann... ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder all meine Kleidung. Das wird lustig. Ich glaube, den hatte ich an. Ja, packen wir erstmal alles wieder raus. Und ziehen die Sachen an, je nachdem. Ja, dann kann ich sie wieder wegpacken. Ja, wir hätten eine Bronzeplatte gehabt für Mian. Ach ja. Ich weiß zwar noch ungefähr, was ich anhatte, aber...
So, Verteidigung +1. Das ist mein Sandding. 3, 6, 3, 6, 3, 7, 4, 7. Okay, das ist das Beste. 45, 6, 56, 6, 29, 37, 29, 75, 7, 56, 6 und 75, 7. Okay, ja. Lebenspunkte 248 Ausdauer. 400, 507. Okay. 5, 6, 6, 12, 7, 15. Ja. Okay. 12, 6, 3. Kritischer Schaden. Okay, das. Okay, Glück 6. Verteidigungspunkte +8. 3. Also wenn ich diese beiden nehme, das sind Gürteldinger, das heißt, da wird der Hase ausgetauscht. Also die nehmen wir nicht. Das heißt, wir können entweder nach Verteidigungspunkten gehen oder kritischer Schaden sagen. Also das wäre Verteidigungspunkte +6. Das sind ja andere Dinger. 5 oder kritischer Schaden. So, der hat 9 Verteidigungspunkte und der Rest weniger. Der hat Glück. Also der hat Verteidigungspunkte 8 und das hier hat 9. Deswegen nehmen wir das jetzt erstmal. In der Hand. Ach, das ist das, was ich in der Hand hatte. Okay, also ja, das war ungefähr das, was wir vorher hatten, bis auf die Panda-Augen und das Jagdmehlhorn kam. Statt kritischen Schaden und die Verteidigungspunkte. Jetzt machen wir kritischen Schaden. Das ist wenigstens noch. Achso, was waren das andere mit den Verteidigungspunkten? Das Freizeitarmband war das. Okay. Also alles bis auf das Freizeitarmband. Falls wir das noch haben möchten, können wir jetzt wegpacken. Brauche einfach eine Kleidertruhe, das ist es. So. Okay, jetzt sehen wir wieder normal aus. Okay.
Quarz hat uns gefehlt. Ups. Einen können wir schon machen. Und dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir den nächsten machen können. Stelle das Werbeplakat auf. It's perfect! Look at the majesty! I can't bear to draw my eyes away. I look so friendly and welcoming. You're all set! Amazing! My design, your handiwork, and Pablo's finishing touches. It's absolutely perfect! Joanna, du bist fertig. Erstaunlich. Mein Entwurf, deine Handarbeit und Pablos Feinschliff. Es ist absolut perfekt, ja. Pablo und ich, du auch, aber, Pablo und ich. People are going to start calling my shop by the stairs. You know, with all the attention I'll be getting. Mein Laden wird bald die nächste Stufe erreichen. Verstehst du? Die nächste Stufe. Die Treppenstufe. Ja, bitte. Erklär mir das noch genauer. Dann wird's... Ist so wie so ein Witz, wenn man den erklärt. Es wird witziger. Also nicht wirklich. Aber ja. Like, everybody will be looking. Or staring? Wegen bei den Treppen. Treppen haben ja Stufen. Ja. By the way, how much was Pablo's fee? Ja, übrigens, wie viel hat Pablo verlangt? 500, 250. Mach dir darüber keine Gedanken. Soll ich 500 verlangen? Ja, oder? Ah, shoot! I forgot to tell you. Always haggle with Pablo. He expects it. It's a part of the game. Ah, darn. Well, that's all right. Next time you're in that kind of situation, just think. What would Avio do? Du mich auch. Ach Mist, ich habe vergessen, es dir zu sagen. Falsch immer mit Pablo. Er wartet das. Es ist Teil des Spiels. Ach verdammt, nun, das ist schon in Ordnung. Wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, denk einfach, was würde Avio tun? Thank you anyways. I'll pay you back as soon as I can. Trotzdem danke. Ich zahle es dir zurück, sobald ich kann. Nee, du zahlst mir nie zurück. Das wissen wir schon. The shop owner and the workshop owner. What are you two doing here? Not thinking of traveling somewhere, are you? With so much work to be done? Der Ladenbesitzer und der Werkstattbesitzer, was macht ihr zwei hier? Ihr denkt doch nicht etwa daran, irgendwo hin zu reisen, oder? Bei so viel Arbeit, die erledigt werden muss? Sind wir jetzt hier Gefangene der Kirche, oder wie? Pastor, hello! We were just admiring this fine billboard that our friend here made. Frau Pastorin? Also im Englischen sagt er einfach nur Pastor. In diesem Fall, Herr Pastor oder so. Aber gut zu wissen, dass Miguel weiblich ist. Also, ich bin pro trans, keine Sorge, aber es ist lustig,
wenn die Übersetzung dazu führt, dass ein Charakter sein Geschlecht ändert. Nicht die Entscheidung des Charakters. Hallo, wir haben gerade dieses schöne Plakat bewundert, das unser Freund Jaduana hier gemacht hat. An advertisement. Let me see. Eine Werbetafel, lass mich mal sehen. Yes, very nice. But you are aware that there is an application process for new constructions, are you not? Ja, no sehr one schön. is above the law, RVO. Ja, sehr schön, aber du weißt schon, dass es für neue Bauten ein Antragsverfahren gibt, oder? Niemand steht über dem Gesetz, ABO. Ah, wie schön, er hat mich in illegale Aktivitäten reingezogen, schon wieder. In case you forgot, any construction on public property must first go through the Commerce Guild with an application fee, following which the request will be sent to City Hall, where Heidi and myself... Falls du es vergessen hast, jeder Bau auf öffentlichem Grund muss zuerst über die Handelsgilde mit einer Antragsgebühr eingereicht werden. Danach wird der Antrag an das Rathaus geschickt, wo Heidi und ich... Right. Application. And the fee. About that. Richtig, Antrag und die Gebühr, zu diesem Thema. You would do well not to interrupt me, boy. As I was saying, Heidi works with me, keeping track of zoning for new constructions. But as it turns out, to my knowledge, there is no zoning conflict here. Du tust gut daran, mich nicht zu unterbrechen, Junge. Wie ich schon sagte, arbeitet Heidi mit mir zusammen und kümmert sich um die Anträge für Bauten. Aber soweit ich weiß, gibt es hier keinen Konflikt mit dem Bebauungsplan. Der hat schnell seine Meinung geändert. Sollte das ein Hinweis darauf sein, dass er und Alvio Hand in Hand schädige Dinge machen? Wie ich das vermutet habe, dass sie so ein bisschen schmuggeln oder sowas in der Kirche? Dass sie diesen Platz nutzen? Dass er so weit ablegt, um illegale Dinge zu tun? Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Woo! You know, Holcha, the way you were talking, you made it sound like... Haha, weißt du, alter Knabe, so wie du geredet hast, hört es sich an wie... However... Allerdings. Huh? Huh? There is still the matter of the application fee that you so absent-mindedly circumvented. 500 goals. Otherwise, I'm afraid the city will have to take down this very modest creation of yours. Da ist noch die Sache mit der Anmeldegebühr, die du so geistesabwesend umgangen hast. 500 Goals. Andernfalls muss die Stadt diese bescheidene Kreation von dir leider wieder abweisen. Yes, of course. I would never dream of trying to wriggle out of paying for such a valid and clearly very necessary service. Let me just speak with my partner privately for a moment. Ja, aber natürlich, ich würde nicht im Traum daran denken, mich um die Bezahlung einer solchen gültigen und offensichtlich sehr notwendigen Dienstleistung zu drücken. Lass mich doch kurz mit meinem Partner unter vier Augen sprechen. Jetzt werde ich wieder nicht bezahlt. As you may recall, I'm still a bit short. Also, I don't have 500 goals on me. But don't worry, I have a plan. Let's convince Miguel to keep the sign up and just give me a few days to come up with the money. Wie du dich vielleicht erinnerst, bin ich immer noch ein bisschen klamm. Außerdem habe ich keine 500 Golds bei mir. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe einen Plan. Lasst uns Miguel davon überzeugen, das Schild da zu lassen und mir ein paar Tage Zeit zu geben, um das Geld aufzutreiben. Okay, ich stehe hinter dir, das heißt, ich muss die 500 Gold bezahlen. Nice! Alright. Just follow my lead. Super, also gut, folge einfach meinem Beispiel. What's there to discuss? This isn't exactly what I'd call a complicated issue. Was gibt es da zu diskutieren? Das ist nicht gerade das, was ich ein kompliziertes Thema nennen würde. Pasta. The thing is, for a little shop like mine, 500 goals is quite a hit. I don't even make that from a full day's work. Pastor, die Sache ist die, für einen kleinen Laden wie mein sind 500 Gold ein ziemlicher Batzen. So viel verdiene ich nicht einmal an einem ganzen Arbeitstag. Can we leave the sign up and I can pay the fee after a couple of days? I mean, it's not like I'm going anywhere. You can see my shop from your church, can't you? Können wir das Schild stehen lassen und ich kann die Gebühr nach ein paar Tagen bezahlen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich irgendwo hingehen würde und du kannst meinen Laden von deiner Kirche aus sehen, oder? Wow. Das ist hier wirklich schon hier mehr eine Hostage-Situation-Sache hier. And I mean, who knows? Maybe some tourists will see the sign and decide to hop off the train.
This sign could pay for itself in a matter of days. Und ich meine, wer weiß, vielleicht sehen ein paar Touristen das Schild und steigen aus dem Zug. Dieses Schild könnte sich innerhalb weniger Tage bezahlt machen. Bei den Treppen verdient nicht besonders viel Geld. Ich kann für Avio bürgen. Sie ist ein. Sandrock braucht diese Werbung. Bei den Treppen verdient nicht besonders viel Geld. Ich kann für Avio bürgen. Na, versuchen wir es mal mit Nummer 2. I must admit, to see you young people so united, it does fill one with hope. Ja, bürgen heißt, ich übernehme die 500 Golds, wenn er sie nicht zahlt. Und das war von Anfang an der Plan. Mittlerweile schuldet er mir schon mehrere tausend Golds. Also, was ich alles für ihn kostenlos gemacht habe. Ich muss zugeben, euch junge Leute so vereint zu sehen, das erfüllt einen mit Hoffnung. Ja, ja. Fine. I suppose these laws were originally written with the intention to improve commerce in Sandrock, not hinder it. You have 3 days. I will inform City Hall. Gut, ich nehme an, dass diese Gesetze ursprünglich mit der Absicht geschrieben wurden, den Handel in Sandrock zu verbessern, nicht ihn zu behindern. Du hast 3 Tage Zeit. Ich werde das Rathaus informieren. Wonderful. Thank you, Pastor. You're so forgiving, just like your religion tells you to be. I do so admire those who practice what they preach. Wunderbar, danke, Pastor. Du bist so versöhnlich, genau wie deine Religion es dir vorschreibt. Ich bewundere diejenigen, die das, was sie predigen, auch praktizieren. Wow. Yes, quite. Ja, ganz genau. Ich wette, die beiden haben mich über den... Ihr habt mich übers Ohr gehauen. Ich wette, ich muss die 500 zahlen und er steckt die ein und dann sagt er, oh ja, war das nicht schön? Wir haben 500 verdient bei dieser dummen Tussi. Aha! That went well, I'd say. Thank you for your support. Within a few days, I'll have that silly fee paid for. Oh, and I'll pay you back as well. Ja, du bezahlst mir nichts, du brauchst mir nicht erzählen. Aber das lief gut, würde ich sagen. Danke für deine Unterstützung. In ein paar Tagen werde ich diese dumme Gebühr bezahlt haben. Ich werde mich auch bei dir revanchieren. Whew. Finally, I love it when a plan comes together. Some of what I said is true, by the way. I do think this billboard will pay for itself in no time flat. Uff, endlich. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Hätte es funktioniert sagen müssen. Dann hätte es wenigstens wie Faceman von A-Team geklungen. Einiges von dem, was ich gesagt habe, ist übrigens wahr. Ja, wenigstens etwas. Nicht alles. Etwas. Ich glaube, dass sich diese Plakatwand in kürzester Zeit bezahlt machen wird. All right. I'm going to speak with Jensen about when there's the most traffic so I can prepare for the crowds. Thanks again. Gut, ich werde mit Jensen darüber sprechen, wann der meiste Betrieb herrscht, damit ich mich auf die Menschenmassen vorbereiten kann. Ja, die werden kommen. Nochmals vielen Dank. Ruf der Werkstatt. Wenigstens habe ich 350 Golds bekommen. Nicht 500, aber immerhin 350. Und ja, glücklicherweise habe ich verhandelt, sonst... And so you see, that mischievous little Mion made a teensy little mistake. When she said that we don't charge for overnight commissions, what she meant to say is that actually, we do. Hatte ich diese Unterhaltung nicht schon mal? Am Anfang? Mir war so. Du siehst also, die schelmische kleine Mian hat einen klitzekleinen Fehler gemacht. Als sie sagte, dass wir für Aufträge über Nacht nichts berechnen, wollte sie eigentlich sagen, dass wir das doch tun. In fact, that's an understatement. We charge out the wazoo for overnight commissions. Das ist sogar eine Untertreibung, denn wir berechnen für Übernachtaufträge einen Haufen Geld. Hahaha. Jen ist so... Boah. Yeah, I know all about the overnight policies. It's just that Mian said she thought she could get us a discount. Ja, ich weiß alles über die Overnight-Politik. Es ist nur so, dass Mian meinte, sie könnte uns einen Rabatt verschaffen. Yes, well, she's been overruled. Sorry, old pal, but if we made an exception for you, we'd have to start making exceptions for everyone. And that would be far too exceptional. Ja, nun, sie wurde überstimmt. Tut mir leid, mein Freund, aber wenn wir für dich eine Ausnahme machen würden, müssen wir für jeden eine Ausnahme machen und das wäre viel zu außergewöhnlich.
Yeah, well, I wouldn't want to shortchange the good folks over at the Commerce Guild. Ja, nun, ich möchte die guten Leute von der Handelsgilde nicht benachteiligen. That's what I love about you, Owen. Always so perfectly punctual with your payments. Well, I must be going. My employees won't reprimand themselves, don't you know? So long. Das liebe ich so an dir, Owen. Du bist immer so pünktlich mit deinen Zahlungen. Nun, ich muss los. Meine Angestellten werden sich nicht selbst rügen, weißt du das nicht? Mach's gut, meine Güte. Oh, hey! You've come at just the right time. So, the wildest thing happened. Grace had a little spat with the oven, and, long story short, blew the whole kitchen to smithereens. Oh, hey, Jadon, du kommst genau zur richtigen Zeit. Dann passierte das Unglaublichste. Grace hatte einen kleinen Streit mit dem Ofen und hat, um es kurz zu machen, die ganze Küche in die Luft gejagt. Vielleicht erinnere ich mich an irgendwas anderes, aber ich dachte, das ist schon mal passiert. Don't worry. Everyone's fine. And luckily, Mian was available to help out with damage control. Keine Sorge, allen geht es gut und zum Glück war Mian da, um bei der Schadensbegrenzung zu helfen. So that's all well and good. My issue now is that the night the kitchen exploded, Grace insisted she'd take a pay cut until all the repairs were paid for. And she wouldn't take no for an answer. But now... Das ist ja alles schön und gut, aber mein Problem ist, dass Grace in der Nacht, in der die Küche explodierte, darauf bestand, dass sie eine Gehaltskürzung nehmen würde, bis alle Reparaturen bezahlt seien, und sie akzeptierte kein Nein als Antwort. Aber jetzt? Now, without Mian's discount, I just can't let Grace foot the bill. She'd be scraping by for months, if not years. Ohne Mians Rabatt kann ich Grace nicht die Rechnung bezahlen lassen. Sie würde monatelang, wenn nicht jahrelang, daran zu knapsen haben. I paid Yen already. It's water under the bridge in my mind. Because, you know, these things happen. I can't stand letting her take on such a huge burden. She's just a student. Ich habe Yen bereits bezahlt, das ist für mich Schnee von gestern, denn du weißt, so etwas passiert. Ich kann nicht zulassen, dass sie eine so große Last auf sich nimmt. Sie ist noch so jung. Alright, so here's where you come in. As a builder, you can just convince her that the repairs aren't that expensive. Then she won't feel so bad, and maybe she'll just forget about the whole thing. It's foolproof. Hier kommst du ins Spiel. Als Handwerker kannst du sie einfach davon überzeugen, dass die Reparaturen nicht zu teuer sind. Dann fühlt sie sich nicht mehr so schlecht und vergisst die ganze Sache vielleicht sogar. Das ist narrensicher. Nee, das ist nicht narrensicher. Okay, los geht's. Alright, but let's not be too hasty now. We need to be prepared if we're really gonna change Grace's mind. She really has a way of turning things around on you. Maybe she's on the debate team or something. Also gut, aber wir sollten nicht zu voreilig sein. Wir müssen vorbereitet sein, wenn wir Grace umstimmen wollen. Sie hat wirklich eine Art, die Worte im Mund herumzudrehen. Vielleicht ist sie im Debattierclub oder sowas. Here's the deal. Whatever she asks you, just follow my lead. Capiche? Don't let her throw you off your game. Stick to the plan. Hier ist der Deal, was auch immer sie dich fragt, folge einfach meinem Beispiel. Capiche? Lass dich von ihr nicht aus dem Konzept bringen, halte dich an den Plan. Guess we're as ready as we're ever gonna be. Let's go track down Grace. I'll be right behind you. Ich schätze, wir sind so bereit, wie wir es jemals sein werden. Lass uns Grace aufspüren. Ich bin gleich hinter euch. Okay, das speichern wir mal. I just need to put in a bit of salt. Thanks, boss. Seems someone hasn't quite learned their lesson, but that's neither here nor there. Look who I've brought. Your friendly neighborhood builder, here to help us come to a conclusion on that whole explosion incident.
Es scheint, als hätte jemand seine Lektion nicht gelernt, aber das macht nichts. Schau, wen ich mitgebracht habe. Einen freundlichen Nachbarschaftshandwerker, der, um uns zu helfen, den Vorfall mit der Explosion abzuschließen. Oh, hey! Oh, hey. And you're still on about that, Owen? That was a terrible mess, and I'm completely to blame. I'll be footing the bill in full for the kitchen restoration, regardless of what you may have told the builder here. Du redest immer noch davon, Owen, das war eine furchtbare Sauerei und ich trage die volle Schuld an. Ich werde die Rechnung für die Küchenrenovierung in vollem Umfang bezahlen, unabhängig davon, was du dem Handwerker hier erzählt hast. Hey, come on, Grace. It's no biggie. And even if it was, the Blue Moon has plenty set aside for rainy days. Or explosive days, for that matter. Hey, komm schon, Grace, das ist keine große Sache und selbst wenn es so wäre, der Blue Moon Saloon hat genug für Regentage auf Lager oder explosive Tage in diesem Fall. Anyway, everything is taken care of now, and it hardly cost me a dime. Don't believe me? Just ask for a second opinion here. Jedenfalls ist jetzt alles erledigt und es hat mich kaum einen Cent gekostet. Du glaubst mir nicht? Frag einfach hier nach einer zweiten Meinung. Also so wie er redet, ist er nicht überzeugend von der Stimme her. Und zwickert mit zu. Alright, I'll bite. You plan to tell me the truth now, don't you? Na gut, ich werde anbeißen. Jaduana, du hast doch vor mir jetzt die Wahrheit zu sagen, nicht wahr? Let's begin. What is your name? Fangen wir an. Wie ist dein Name? Wow. Where are you going with this one? Worauf willst du ihn I have my reasons. Your name, please? Ich habe meine Gründe. Deinen Namen, bitte? Okay, next question. Okay, nächste Frage. Next, where are you from originally? Und woher kommst du ursprünglich? Highwind. Ja. Highwind. Nice weather this time of year, yes? Very windy, I've heard. Highwind, schönes Wetter um diese Jahreszeit, oder? Höchst windig, habe ich gehört. That'll do. Now I know what you look like when you're deciding whether or not to answer truthfully. Next, I'll be asking what I really want to know. Das reicht mir schon. Jetzt weiß ich, wie du aussiehst, wenn du überlegst, ob du wahrheitsgemäß antworten sollst oder nicht. Als nächstes werde ich fragen, was ich wirklich And don't even think about bending the truth to help Owen change my mind. Got it? I can read you like a book. Und denke nicht einmal daran, die Wahrheit zu verbiegen, damit ich meine Meinung ändere. Verstanden? Ich kann dich wie ein Buch lesen. Now, Builder, tell me. How much did it cost to renovate the Blue Moon Kitchen? Jetzt, Handwerker, sag es mir, wie viel hat die Renovierung der Blumenküche gekostet? Du, ich bin nicht der Handwerker, der es gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie viel es gekostet hat. Also kann ich nicht lügen. You know, more than a few glasses of milk. But less than a herd of Yakmel. Grace, it's fine. I wish you'd just forget about all this. Weißt du, mehr als ein paar Gläser Milch, aber weniger als eine Herde Jagdmehl. Grace, das ist in Ordnung. Ich wünsche, du würdest das alles einfach vergessen. Es war wirklich teuer, es war billig, es war uns allen gut. Yep, just like I said. Ja, genau, wie ich gesagt habe. I see. Next. Ich verstehe, nächste Frage. The events in question occurred 2 days prior, and on the second day, when I came to work, the kitchen was already as good as new. Die fraglichen Vorfälle ereigneten sich 2 Tage zuvor und am zweiten Tag, als ich zur Arbeit kam, war die Küche bereits so gut wie neu. Keine Ahnung, ich war nicht der Handwerker. Something here doesn't add up. Don't tell me you builders are dabbling in magic. Explain. Irgendetwas passt hier nicht zusammen. Sagt mir nicht, dass ihr Handwerker euch jetzt in Magie versucht. Erklär mir das. What's your angle, Grace? The 2 new builders in town are both riled up and full of vinegar. You're just used to old Mason and his whiny ways. Nothing unusual here, right? Woher kommt denn das, Grace? Die beiden neuen Handwerker in der Stadt sind beide taufrisch und unverbraucht. Du bist nur den alten Mason und seine weinerliche Art gewohnt. Das ist doch nichts Ungewöhnliches, oder, Jaduana? Ja, normal, ich könnte das. Ja, normal, ich könnte das auch. Mian hat nur eine Nacht dafür gebaut, das ist ja unglaublich. Ich wäre auf keinen Fall so schnell. Ja, normal, ich könnte das auch. I see. Next question. Ich verstehe, nächste Frage. Regardless, Owen must have had to pay me on for working overnight. Tell me how much that would have been. Trotzdem muss Owen Mian für die Nachtarbeit bezahlt haben, Jaduana. Sag mir, wie viel das kosten würde. Well, be that as it may, a kind lady that she is, Mian gave me a discount. The difference in the bill was so small, I almost forgot about it.
Ach, das kann ja gut sein, aber die nette Dame hat mir einen Preisnachlass gewährt. Der Unterschied in der Rechnung war so gering, dass ich ihn fast vergessen hatte. Ich weiß nicht, vielleicht war es kostenlos? Ja, nur ein bisschen mehr als sonst. Wir verlangen eine Menge Geld. Okay, next question. Okay, nächste Frage. Grace. Enough with the third degree. There's really nothing more to be said. Grace. Genug mit dem Kreuzfeuer. Es gibt wirklich nichts mehr zu sagen. Boss, you sure have a lot to say for someone who says there's nothing to say. Why do you always butt in whenever I ask a question, huh? It's starting to seem like you two are in cahoots. Boss, für jemanden, der sagt, es gebe nichts zu sagen, hast du ganz schön viel zu sagen. Warum bist du nicht mein, wenn ich da eine Frage stelle? Sieht langsam so aus, als würdet ihr beide unter einer Decke stecken. Cahoots? I mean, what even is a cahoot, really? I think this whole ordeal has you on edge. But, all right. Have it your way. I'll zip it. Continue with the interrogation, please. Aha, unter einer Decke. Ich meine, was soll das überhaupt bedeuten? Das ist ja fast vulgär. Ich glaube, diese ganze Tortur macht dich nervös, aber gut, wie du willst. Ich halte den Mund. Fahr mit dem Feuer fort, bitte. If something like this happened in the Commerce Guild, would your boss, Yen, handle it like Owen? Which is to say, would he insist on paying the damages out of his own pocket? Auf keinen Fall. Ich weiß es nicht genau. Natürlich, Jan ist ein Chef mit großem Herzen. Also das ist eine Lüge. Ich weiß es nicht genau, könnte ich sagen. Auf keinen Fall. Wäre die Wahrheit. Ich weiß es nicht genau. Natürlich, Jan ist ein Chef mit einem großen Herzen. Tja. Also wenn ich seinem Lied folgen würde, müsste ich lügen. Auf keinen Fall wäre die Wahrheit, dass ich weiß nicht genau. Yeah, but the thing is, I think you do. Ja, aber die Sache ist, die Jadran, ich glaube, du weißt es. Bet you two think you're pretty slick, huh? Owen, it couldn't be more obvious. You did put up to this little charade. However... Ich wette, ihr zwei denkt, ihr seid ziemlich clever. Was, Owen? Es könnte nicht offensichtlicher sein. Ihr habt Jadran hat zu dieser kleinen Scharade angestiftet, wie auch immer. Vielleicht sollte ich versuchen, wie es wäre, wenn ich gelogen hätte. Wie auch immer. All right. That's the ticket. Oh, whew. Now we can finally move on from this. Gut, so tolle Arbeit. Puh, jetzt können wir das endlich hinter uns. Owen, I must say, your dedication to your employees makes you not just the owner here, but an inspiring leader as well. I'm proud to call you my friend. Und ich muss sagen, dein Engagement für deine Mitarbeiter macht dich nicht nur zum Eigentümer, sondern auch zu einer inspirierenden Führungskraft. Ich bin stolz darauf, dich meinen Freund nennen zu dürfen. Oh, shucks. Well, I think we wouldn't be seeing eye to eye if not for the builder here. You might even say we have an unspoken bond. Here, take this for your troubles. Call it a consultation fee. Ach, was soll's, ich glaube, wir würden uns nicht so gut verstehen, wenn Jadwana hier nicht wäre. Man könnte sogar sagen, wir haben eine unausgesprochene Verbindung. Hier, Jadwana, nimm das für deine Mühen. Nenne es eine Beratungsgebühr. Yes, thank you for helping us resolve this. I'm in your debt. Ja, danke, Jadwana, dass du uns geholfen hast, dieses Problem zu lösen. Ich stehe in deiner Schuld. No. No debts. That's the whole point of all this. Nein, keine Schulden mehr. Das ist doch der Sinn des Ganzen. All right. Let's get back to it. Catch you, Builder. Also gut, zurück an die Arbeit. Bis dann, Jadwana. Hey, Beziehungen bei beidem gut. Und der Ruf der Werkstatt ist auch gut. Und ich habe Geld verdient. Warum auch immer. Jetzt hat er mir auch noch Geld gegeben, wo er schon so viel Geld an Jan gegeben hat. Also. Okay, es ist 3:19 Uhr, deswegen machen wir hier jetzt mal Schluss und speichern das. Und machen den Rest beim nächsten Mal. Ich wollte eigentlich nur 3 Stunden spielen heute, aber wie man sieht, habe ich mich da ein bisschen vergaloppiert. Okay, also Freitag werden wir wieder Monkey Island zuerst spielen und dann, also Return to Monkey Island. Zuerst spielen, wieder 1 Stunde ungefähr und dann 2 Stunden Stardew.
Wir müssen ja endlich in Stardew vorankommen, das Minenende erreichen und ja, alles Mögliche. Naja. Wir sehen uns Freitag wieder. Ja, und dann mal sehen. Ich werde Freitag sagen, wie dann nächste Woche aussieht. Ob ich das genauso weitermache oder nicht. Mal gucken. Bis dann.